Herzlich willkommen. 4 Minuten zu spät, tut mir leid. Ich begrüße Peter Schmidt heute in unserem YouTube-Livestream. Schön, dass du da bist, Peter. Ja, hallo Alice, hello again. Wir hatten ja schon letzten Sonntag oder Samstag, ich weiß gar nicht mehr genau, hatten wir ja schon so ein nettes Gespräch über Autismus im Erwachsenenalter. Und heute ist das Thema Autismus im Job. Und Genau. als ich so gelesen habe über dich, also ich meine, ich kenne ja auch so ein paar Sachen natürlich schon über dich, aber ich wollte natürlich auch noch mal so gucken, was sagt das Internet über dich. Und da habe ich gelesen, dass du deutschlandweit der erste bekennende Autist, hört sich so nach Religion an, der erste bekennende Autist in einem Großunternehmen bist. Ja, das ist ja nun lange Geschichte. Das war halt natürlich, als ich so meine Diagnose gekriegt habe, war es so nicht so üblich, dass in den Medien über dieses Thema geschrieben worden ist. Das hat sich ja nun komplett geändert. Aber auch durch solche Leute wie mich natürlich. Weil es hat sich ja natürlich auch kaum einer getraut, irgendwas darüber zu sagen. Es ging mir ja ganz genauso. Als ich damals meine Diagnose bekam im Jahr 2007, da bin ich nicht gleich irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen, so wie das heute scheinbar manch einer gerne tut und sofort das Bedürfnis hat, alle Leute aufzuklären. Das war bei mir überhaupt nicht so, sondern ich musste das erstmal selber verarbeiten. Mhm. Nur weil es eben von diversen Diagnosestellen hieß, Herr Schmidt, bei Ihnen ist es geradezu klassisch wie aus dem Lehrbuch einerseits, aber andererseits es ist absolut untypisch, was Sie draus gemacht haben. Überlegen Sie mal, ob Sie mit Ihrem Wissen nicht irgendwie öffentlich tätig werden wollen, so sinngemäß. Ja, das hat mir zum Beispiel der Professor Dr. Bölte gesagt oder ich habe es auch von dem Herrn Vogelei letzten Endes in anderen Worten gehört. Und da musste ich lange drüber nachdenken, will ich wirklich öffentlich werden? Und Ja. eines Tages gab es halt eine Anfrage von dem Wirtschaftsmagazin Brand 1. Zu der Zeit war ich überhaupt noch nicht öffentlich, weil ich bei einen Vortrag intern gehalten habe in der Autismus-Community. Genauer gesagt war das ein Vortrag vor der gesamten Kongressteilnehmerzahl, der ca. 1000 Leute von Autismus Deutschland Ah, in 2008. Das ist also, es war 2008. Und daraufhin gab es dann natürlich die eine oder andere Anfrage. Am Anfang kam ich da sehr skeptisch gegenüber und jetzt kam diese Sache mit diesem Wirtschaftsmagazin Brand 1. Und das berichtet, ich kannte das bis dahin noch nicht, über außergewöhnliche Personen, die in Unternehmen oder Arbeitgebern arbeiten oder eben über außergewöhnliche Lösungen, die Unternehmen gefunden haben. So, das ist so mehr oder weniger ihr Thema. Sozusagen das Geomagazin für die Wirtschaft, habe ich dann hinterher so mir gedacht, ist das eigentlich. So, und dann haben die mich gefragt, ob ich bereit wäre für einen Artikel über mich da drin. Und das konfrontierte mich natürlich damals mit der Frage, die ich mir erstmal selber stellen musste, willst du dich überhaupt öffentlich outen? ja. Innerhalb der Community, okay, das ist dann schon grenzwertig, aber wenn das hinterher im Netz ergoogelbar ist, dass du diese Diagnose bekommen hast, willst du das? Ja. So, ja, weil das ist ja heutzutage eine andere Situation als früher, wo man vielleicht einmal im Fernsehen war, wenn man dann da nie wieder gesehen worden ist, dann ist man irgendwann vergessen worden. Das ist natürlich in Zeiten des Internets anders. So, und deshalb musste ich mir reiflich überlegen, ob ich das will. Und dann weil ich erst abgelehnt habe, hat mir dann die Redaktion einen Artikel von einem Autisten geschickt. Herr Schmidt, wir haben jetzt einen Artikel mit jemand anders gemacht als Protagonisten. So sieht der aus. Lesen Sie sich das mal durch, wie das gewesen wäre, wenn das jetzt über Sie gewesen wäre. Habe ich gesagt, ja, und warum ist das jetzt so spannend? Jetzt haben Sie doch jemand anders gefunden, dann ist das doch für mich erledigt. Nein, Ihre Geschichte, und jetzt sind wir wieder beim Thema, was bei mir so klassisch sein soll, die Sache mit dem Asperger-Syndrom, aber andererseits eben, und das jetzt der Eingang mit dem ersten bekennenden Autist, es gibt bis heute keine bekannte Persönlichkeit, die sich öffentlich geoutet hat, zumindest nicht in Deutschland, nach unserem Wissensstand. Darüber würden wir gerne berichten, die sowas so viel geschafft hat wie sie. Und das hat sich natürlich mittlerweile geändert. Aber das war damals so. Ja, Aber warte mal, und was war mit diesem über die den Artikel geschrieben hatte? Was genau. Dieser Mensch, der hatte, ich sag mal so, über ein Berufsbildungswerk, die Details habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf,
Es war quasi keine akademische Persönlichkeit, die jetzt irgendwie große Karriere gemacht hat, sondern eine Darstellung, wo überhaupt ein Autist im Job glücklich geworden ist, ja? Ah. Verstehst du? Und das war bei mir, Herr Schmidt, Sie sind da eine ganz andere Liga, spielen Sie da. Wir würden trotzdem gerne noch über Sie berichten. Ja, weil du ja Da habe nicht. ich dann gefragt, da habe ich gesagt, außer dass mich dann eventuell ein Haufen Leute kennen und die Anfragen sich dann multiplizieren. Was ist mein Added Value? Warum soll ich das machen? Weil man muss immer, wenn man irgendwas machen will oder so, sich fragen, welchen Nutzen hat das für mich oder für die Allgemeinheit? Für die Allgemeinheit, okay, das war klar, aber ich setze ja auch was aufs Spiel. Mache ich das oder nicht? Naja, und dann hat er mir halt erklärt, damals der Journalist, dass ich ja mit dem Verhalten, was eben so ein bisschen grenzwertig ist, dann aus Sicht anderer vielleicht auch schon immer mit einem Bein so bei der Abmahnung stehen könnte. Er weiß es nicht, aber es ist halt sehr außergewöhnlich, dass ich mich mit diesem Syndrom so weit habe vorarbeiten können. Und dann sagt er den entscheidenden Satz, er hat zu mir gesagt, Herr Schmidt, wissen Sie was, Ihre ganzen Kollegen, Ihre Mitarbeiter, Ihre Chefs, die kennen ihr Verhalten. Das Einzige, was sie nicht kennen, ist der Name, der übergeordnete Name. Denken Sie mal drüber nach. Sie können nichts verlieren. Sie können höchstens was gewinnen, weil Sie haben schon was erreicht. Das ist was anderes, als wenn Sie jetzt frisch von der Schule kommen und noch was erreichen wollen. Dann ist es nicht unbedingt empfehlenswert, gleich so ein Outing zu machen. So war es zumindest der Stand der Dinge damals. Ja. Und weil dann geht bei den Leuten eine negative Schublade auf und alle Aufklärung zum Trotz, wenn eine negative Schublade aufgeht, hat man halt verloren. Dann heißt es, ach so, nee, dann da lassen wir lieber die Finger von, das ist uns zu heiß, das Thema. Damit kennen wir uns nicht aus oder was auch immer dann die Begründung ist, warum von so jemandem Abstand genommen wird. Bei Ihnen ist es anders, Ihre Mitmenschen, die Sie kennen, die bekommen nur einen Namen für das, was Sie eigentlich schon alle kennen. Überlegen Sie sich das nochmal. Und dann ist mir eingefallen, okay, du machst ein Experiment. Ich habe früher schon als Student oder sogar als Schulzeiten für unsere Heimatzeitung Artikel geschrieben, also als freiberuflicher Mitarbeiter sozusagen. Also ich habe journalistische Erfahrung. Damit habe ich mir immer ein kleines Zubrot verdient. Diese Heimatzeitung, die gute alte Peine Allgemeine Zeitung oder Hannoversche Allgemeine Zeitung, wo ich früher geschrieben habe die habe ich angerufen, die Redaktion. Ich habe was, kennen Sie, ja, Sie wissen ja, wie man Artikel schreibt. Ich habe eine Frage. Es geht da und da drum und ich möchte halt herausfinden, wie das auf mich wirkt. Ich würde gerne, dass Sie über mich irgendwas schreiben, einen Dreispalter oder so, das dann hier in der Heimat gelesen wird, aber bitte nicht online stellen. Ganz wichtig, nur in der gedruckten Version. Dann würde ich das machen, sonst gebe ich da keine Zustimmung für. Weil man kennt mich zu Hause, ich bin mit anderen Dingen in der Zeitung früher gewesen, mit Jugend forscht, Landessieger und solche Sachen. Also man kannte so das eine oder andere extravagante Ding von mir. Was passiert, wenn jetzt meine Nachbarn, die Leute, bei denen ich beim Bäcker Brötchen kaufe, wenn die jetzt davon wissen, dass ich ein Autist bin? Was passiert dann? Das wollte ich wissen, bevor ich mich wirklich an der ganz großen Öffentlichkeit versuche. Und dann sagte die Redaktion, als ich den Dreispalter, ich sollte den selber schreiben, Herr Schmidt, Sie wissen doch, wie man Artikel schreibt, schreiben Sie es am besten selbst, wir sind einverstanden. Und dann den Dreispalter entworfen, eingeschickt, kriegte das zurück, was so sehr ungewöhnlich war. Früher hat man meine Artikel eigentlich immer sofort genommen. Herr Schmidt, wissen Sie was? Sie können eine ganze Zeitungsseite vollschreiben über das Ding. Von dem Format einer FAZ wohlgemerkt, also nicht nur so ein Käseblatt, richtig viel. Ich sage, wie bitte, das liest doch kein Mensch. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben, wenn Mimik ein Buch mit 7 Siegeln ist. Das war die Headline, die haben die auch übernommen. Haben meinen ganzen Text 1:1 abgedruckt, mit einer ganz klitzekleinen Änderung, weil ich nicht wollte, dass man erkennen kann, dass das ich selber geschrieben habe. Ich habe da ja ein Kürzel gehabt, Peter Schmidt, PS. Wer Insider war, wusste, wenn PS dahinter steht, hat das Peter Schmidt geschrieben. Habe ich dann dem Redakteur gesagt, bitte übernehmen Sie offiziell diesen Artikel, lesen Sie sich den durch. Wenn Sie dazu stehen können, nehmen Sie das auf Ihre Kappe. Ich möchte nicht, dass erkennbar ist für Insider, das hat er ja selbst geschrieben. Ja. Möchte ich nicht. So.
Und dann hat er das natürlich ein bisschen noch geändert, aber nicht viel. Also ich würde mal sagen, 95% meines Textes hat er gelassen. Das ist quasi unverändert erschienen. So, und das war jetzt mein Experiment. Und dann kamen die Feedbacks. Peter, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Das habe ich mir schon gedacht, dass du auch so ein Asperger-Syndrom hast und so weiter. Also das Feedback war tatsächlich, wie dieser andere Reporter vorhergesagt hat, die Leute, das wird gar nichts passieren. Also zumindest nichts Negatives. In deiner speziellen Situation, weil du eben schon bekannt bist bei vielen Leuten. Okay, dann habe ich diesen Brand 1 Reporter angerufen, Jakob Vicari hieß er, und habe gesagt, wir können das machen. So, dann haben wir einen Termin vereinbart, dann hat er ein paar Fotos geschossen, oder da gab noch ein Fotograf, also er selber hat das dann nicht geschossen, aber er hat dann mir gesagt, Herr Schmidt, das ist noch ein bisschen anders. Wir wollen nicht nur Sie interviewen, sondern Ihre Chefs, Ihre Kollegen, Ihre Kunden. Wir wollen Ihre Mitarbeiter, wir wollen das gesamte Spektrum, wer mit Ihnen so beruflich zusammenarbeiten muss, über Sie interviewen. Gibt es den Artikel noch? Den gibt es und der heißt Allein unter Kollegen. Das muss er mir mal schicken, das hört sich sehr interessant an. Das kann man auch googeln, ist nur mittlerweile, weil der offenbar sehr beliebt ist, hinter einer Paywall. Der war lange Zeit frei, ich kann den auch nicht online stellen, das wäre dann ein Verstoß gegen das Urheberrecht, das kann ich leider nicht machen. Ach, aber den gibt es noch. Und beziehungsweise er ist veröffentlicht worden. Und also seitdem habe ich kein Arbeitszeugnis mehr in der Firma verlangt und gar nichts, weil wenn einer für mich irgendwas will, sagt, lesen Sie sich das durch, dann wissen Sie, wen Sie sich einkaufen, mit allen Vor- und Nachteilen. Weil der Artikel ist wirklich neutral geschrieben. Der macht mich weder zum Superstar, der sozusagen so eine Superkraft hat, wie Greta das gerne verkauft hat, noch zum Loser, der quasi nur Probleme hat, sondern es ist eine wirklich gesunde Mischung, ein absolut gelungenes berufliches Porträt für mich geworden. Und deswegen habe ich zu diesem Artikel gestanden und stehe dazu auch bis heute. Da steht alles drin, was funktionieren muss, damit man mit mir vernünftig zusammenarbeiten kann. Das war der Einstieg. Und dann sind natürlich die Medienanfragen, wie zu erwarten war, immer mehr geworden. Ja, weil nach dem Motto, ja, das wollen wir jetzt wissen. Aber das war deine Eingangsfrage, der erste bekennende Autist in einem Großkonzern. Das hat nämlich dieser Autor, der Journalist, da reingeschrieben. Da kommt das hin. Okay. Ja, das steht mittlerweile, weiß ich auch bei Wikipedia, aber da steht das drin. Und würdest du auch, wenn dieser Artikel jetzt gesperrt ist und man dafür zahlen muss, würdest du uns trotzdem mal mitteilen, was für Unternehmer wichtig ist zu wissen? Also einmal jetzt über dich, aber vielleicht auch so generell, worauf man sich da einlässt, wenn man eben mit Autisten arbeitet. Also ich kenne sehr viele sehr, sehr intelligente Autisten, die auch sehr viel im Leben erreicht haben. Deswegen ist es, finde ich es ja auch, also deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, Unternehmen dazu zu beraten, weil ich es sehr schade fände, wenn und wir tun es sowieso schon, wir verlieren unglaublich viel wirtschaftliches Potenzial dadurch, dass wir diese Menschen, sobald sie einmal nicht in das soziale Gefüge passen, weil sie etwas nicht wahrgenommen haben und demnach dann auch nicht so reagieren konnten, wie man es von ihnen gesellschaftlich erwartet. Und dadurch nehmen wir ihnen sofort die Chance, sich wirklich ihr Talent zu zeigen. Und dadurch verlieren wir als Wirtschaft, als Gesellschaft aber unglaubliche Talente. Und das ist eben die Motivation gewesen, weil ich so viele Autisten auch im Freundeskreis habe, die aber wirklich sehr schlau sind, wo ich einfach gesagt habe, warum profitieren wir eigentlich nicht von dieser Raffinesse, von dieser Schlauheit? Das hängt mit dem Menschen, mit dem Menschsein per se zusammen. Ich war ja vorher Wissenschaftler. Dieses Brand 1 Magazin hat ja über meine Karriere bei einem Pharmaunternehmen berichtet und nicht über das, was vorher war. Und bin ich promovierter Geophysiker und habe auch in der Geophysik als Wissenschaftler gearbeitet. Und nach dem zweiten Zeitvertrag gab es dann für mich aus dem Personalreferat der Bundesanstalt für Geowissenschaften, da habe ich vorher gearbeitet, da hätte ich gern weitergemacht. Das war für mich nicht der schlechteste Arbeitgeber, aber da hieß es, aus hauspolitischen Gründen können wir Sie leider nicht weiter beschäftigen, Herr Dr. Schmidt.
Und damit war gemeint, dass man mir hätte einen dritten Vertrag anbieten müssen und dann wäre ich quasi nach einschlägiger Rechtsprechung, hätte man mich unbefristet anstellen müssen. Und das wollten die natürlich nicht. Das ist dieses Problem mit den Zeitverträgen in der Wissenschaft. So, und da ist eben dann auch dieses Problem da gewesen, weil ich sage immer, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Naja, der unbedingte Wille war dann letztendlich auch nicht da, weil ich habe tatsächlich dann schriftlich von Kollegen, als ich ausgeschieden war, die das gar nicht glauben konnten, dass so einer wie ich da, der da wirklich auch was machen wollte, da nicht mehr mitmachen will. Herr Schmidt, Sie müssen wissen, hier bei uns ist es, wir verstehen nicht, dass Sie hier keine Karriere mehr machen wollen. Fachlich gesehen wären Sie wirklich was Gutes hier gewesen, aber Sie müssen verstehen, die armen kleinen Beamtenseelen, so sinngemäß, die quälen Sie hier mit ihren ja, sozusagen Vorwärtsdrang, was zu erreichen zu wollen und vor allem auch mit ihren verblüffenden Ideen, die dann so manch ein Manager da in Frage stellen mit seiner Leistung. Und das mögen die Leute nicht. Das ist das Problem, vor dem ich als Wissenschaftler stand. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn das hier nicht honoriert wird, dieses, was du ja gerade angesprochen hast, diese Leistungsfähigkeit, weil von dem Autismus hatte ich damals noch keine Ahnung. Ich war wirklich rein auf der fachlichen Schiene unterwegs. Dann gehst du jetzt in die freie Wirtschaft und da kriegst du dann wenigstens Geld als Kompensationsleistung, aber dass du da nochmal so einen Spruch hörst mit hauspolitischen Gründen, das möchte ich nicht. Du suchst dir jetzt gezielt eine Stelle, wo du einen unbefristeten Vertrag bekommst und dann entwickeln dich auch die Firmen, weil diese Institute, die Unis und auch eben damals die Bundesanstalt für Geowissenschaften, die hat halt gesagt, aus ihrer Perspektive zu Recht, ja, solange Sie einen befristeten Vertrag haben, können wir Ihnen leider auch keine Fortbildungsmaßnahmen finanzieren zur Persönlichkeitsentwicklung. Das steht alles so in irgendwelchen Gesetzen und Erlassen drin. So, und da sind denen auch, selbst wenn da irgendein Chef das anders gesehen hätte, sind denen die Hände gebunden. Und da habe ich mir gesagt, nee, dann spielst du an diesem Wissenschaftssystem nicht mehr mit, weil man hat mir damals auch gesagt, Herr Schmidt, Sie wollen ja vielleicht eine wissenschaftliche Karriere machen. Wenn Sie wirklich an unserem Hause interessiert sind, dann müssten Sie so sinngemäß 6 Monate mindestens woanders arbeiten und dann dürfen Sie sich hier wieder bewerben und wenn eine entsprechende Stelle frei ist, würden wir Sie wohl auch wieder einstellen. So, und genau das habe ich dann nicht gemacht. Da habe ich gedacht, okay, entweder kriegst du jetzt direkt einen dritten Vertrag und dann hat das eben diese entsprechenden Konsequenzen oder du gehst raus aus der Wissenschaft. Das habe ich für mich persönlich dann so entschieden. Das war eine Prioritätensetzung, weil man eben ja, da diese verblüffenden, ungewöhnlichen, weiterführenden Ideen, die ich so hatte, die haben nicht überall auf Willkommen gestoßen. Und da haben wir gesagt, aber wenn so eine Firma damit Geld verdienen kann, dann müsste das doch was bringen. Und genau so war es. Ich bin dann auf die CeBIT gegangen in Hannover. Da war auch mein Arbeitgeber, die Bundesanstalt ist auch in Hannover bis heute. Darf ich noch mal kurz unterbrechen? Ja. Ich wollte mal kurz dazu sagen, ich weiß nicht mehr, da gibt es ja auch diesen Hashtag, da ist es irgendein Vorname und da geht es darum, dass die Leute sich dafür einsetzen, dass die Wissenschaftler mehr Geld und vor allem eben auch ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist bis heute so das Problem. Aber ich weiß diesen Hashtag jetzt leider auch. Genau, und weil zum Beispiel ein Freund von mir, der ist mittlerweile im Burnout gelandet, weil er eben ständig geleistet hat, um endlich diesen unbefristeten Vertrag zu bekommen. Aber im Endeffekt hat er all die Leistungen, die er gebracht hat, war für umsonst. Ja, weil, genau. Weil dieses wissenschaftliche Institut war von vornherein klar, die werden ihn auch nicht auf Dauer anstellen. Und bei dir, da hat man dir versprochen, ja, so Persönlichkeitsentwicklung und solche Seminare, die geben wir dir, wenn du festangestellt bist. Aber wiederum festanstellen wollten sie dich ja nicht. Ja. Was ist denn das für ein Witz? Ja, ich meine, in der SV-Zeit und alles, die du ja kennst, habe ich damals einen Artikel. Warte mal, wir müssen die Leute abholen, weil die Zuhörer wissen ja nicht, was SV ist. Das ist die Zeitschrift des Sondershäuser Verbandes akademisch-musikalischer Verbindungen, wo ich ja auch Mitglied bin. Genau, worüber wir uns kennengelernt haben. Genau. Da habe ich damals einen Artikel geschrieben mit dem Titel Startbahnende in 5 Jahren. Den hat auch mein Chef gesehen, also einer der Vorgesetzten von der BGR, Bundesanstalt für Geowissenschaften, und hat mir dann gesagt, Herr Schmidt, mit dem Artikel haben Sie sich keinen Gefallen getan. Weil da habe ich nämlich sinngemäß das Problem reingeschrieben, was bis heute besteht, weil ich sehr frustriert darüber war, dass man eben quasi maximal 5 Jahre in der Wissenschaft arbeiten kann und da muss man
entweder eine Professur, eine Habilitation in Aussicht haben oder man muss wirklich gehen, weil sonst riskiert man genau das, was du da gerade erzählt hast. Du bist dann wie wie das Kamel, das von Oase zu Oase zieht und auf den Oasen sitzen dann die Professoren mit den tollen Stellen, aber es heißt an jeder Oase, nee, an dieser Stelle haben wir auch keinen Platz für dich, du kannst gerne weiterhin hier in der Wüste wohnen, aber du musst bitte zur nächsten Oase weiterziehen. Und genau das wollte ich nicht. Und das ist aber, ich finde, das ist gesellschaftlich ein sehr großes Problem, Ist es weil auch. wenn man so betrachtet, auch Frauen, die in der Wissenschaft arbeiten, die können ja aufgrund dessen, dass sie im Endeffekt nie diese Sicherheit haben, jetzt wirklich fristlos angestellt zu sein, sind halt viele auch so, dass die sagen, ja, ich will keine Kinder haben, weil ich ja gar keine Sicherheit habe. Ja, das ist ein Und was richtiges heißt Problem. das? Also wenn wir jetzt mal ganz weit spinnen, die Frauen, die sowieso arbeitslos sind, keine Arbeit haben und sich denken, ach ja, wenn ich jetzt noch ein Kind kriege, dann kriege ich noch ein bisschen mehr Sozialhilfe, die produzieren sich weiter sonst wie. Und die Frauen, die wirklich was im Kopf haben, wo man sagt, so, das wäre ja gut, wenn unsere Gesellschaft noch ein bisschen mehr schlauere Leute produzieren würde, die produzieren sich im Endeffekt nicht weiter, weil sie eben keinerlei Sicherheit haben. Ja. Und das finde ich ein ganz großes gesellschaftliches Problem in der Wissenschaft. Und vor allem auch, weil wir irgendwann eigentlich ja dann gar nicht mehr in der Wissenschaft vorwärts kommen, wenn die Leute wie du alle dann eben abziehen und gar nicht. Genau das stand in diesem Artikel drin. Das Fazit war in der Wissenschaft, beziehungsweise genau zu, was ich geschrieben habe, das war schon heftig. Nach meinen persönlichen Erfahrungen wird in der Wissenschaft aktuell die Spreu vom Weizen getrennt, aber insofern, dass die Spreu an der Uni bleibt und der Weizen abwandert. Also der Weizen wird von der Spreu getrennt, ja, so habe ich es geschrieben, dass man es also auch so versteht, ja. Das Motto ist das, was man eigentlich behalten möchte, nämlich die guten Leute, die laufen weg. Ja, und das ist auch so. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich habe auch Leute kennengelernt, die dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, weil die haben mir das dann auch gesagt, Peter, das finde ich nicht fair, weil du siehst doch, dass ich auch nicht zu den Schlechtesten hier gehöre. Ich sage, ja, das sehe ich, aber im Grundsatz ist es so. Und das ist das Problem. Ja, und es gibt Ausnahmen, die das andersrum bestätigen, aber oder das Doktorandenstudium ist zum Parkstudium verkommen. Für Leute, die es nicht geschafft haben, in die Wirtschaft abzuwandern, habe ich zum Beispiel in einem Artikel drin gehabt. Dabei war das bei mir nicht so. Ich habe promoviert, weil ich echt Wissenschaftler werden wollte. Ja, und ich habe aber gesehen, dass Leute mir die Stellen wegschnappen, die einfach nichts anderes gefunden haben und einer, der das dann unbedingt machen will, ja, aber der dann gleichzeitig wieder solche Ideen hat, die dann vielleicht auch Vorgesetzte in Frage stellen in ihrer Kompetenz, ja, dann ist man also in der Wissenschaft nicht so gefragt als hellhöriges Tierchen. Ich sage immer, was immer auch jetzt gerade in letzter Zeit in der politischen Diskussion auch rumgeisterte mit die Unabhängigkeit der Wissenschaft, nach meiner persönlichen Erfahrung und bei alle Leute, die ich so kennengelernt habe, gibt es keine unabhängige Wissenschaft. Punkt. Aus, basta. Weil in dem Moment, wo ich von irgendwelchen Geldern abhänge, eine persönliche Abhängigkeit von irgendeinem Vorgesetzten habe, das sind so Dinge, die sind mir damals durch den Kopf gegangen. Okay, es gibt nicht diese Stelle, die du dir erhofft hast, so wie Jacques Cousteau mit seinem Forschungsschiff. Du bist irgendwann Forscher und dann kannst du forschen, was dein Kopf hergibt. So funktioniert es in der Wissenschaft sowieso nicht. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, dann kann ich auch gleich in die Wirtschaft gehen, da kann ich zeigen, was ich drauf habe. Es wird direkt in Münze umgesetzt. Und genau so war es. Und da war ich ja eben stehen geblieben, bin zur CeBIT gegangen, sah dann 3 große Buchstaben, S, A und P und dachte so, Schmidts Arbeitsplatz. Ja, das war genau so. Oder Schmidts alternative Perspektive. Ich bin kreativ und das habe ich mir dann in den Kopf gesetzt, wer diese Software von dieser Firma kennt. Ich habe nie bei der Firma SAP gearbeitet, aber ich habe diese Software mir dann reingezogen sozusagen und damit konnte man Geld verdienen. Ich kam mir vor, wie der Fakir hat sein Nagelbrett umgedreht und hat was Wunderbares entdeckt. Die glatte Seite. Wieso habe ich die ganze Zeit auf diesen Nägeln geschlafen als Wissenschaftler? Du hättest es so einfach haben können mit dem Geld verdienen von Anfang an. Ich habe damals, ohne Ahnung zu haben, als Wissenschaftler hatte ich Ahnung, 40 Bewerbungen geschrieben, um eine Stelle zu kriegen, die dann einmal verlängert werden konnte bei dieser Bundesanstalt. Als IT-Mensch, also mit SAP-Kenntnissen, ich habe nur so eine
Kurzausbildung als SAP-Applikationsentwickler, also eine Zertifizierung der Firma SAP gemacht. Als ich die Natascha hatte, habe ich mich damit beworben, habe jeden Tag eine Bewerbung rausgeschickt und nach der 15. habe ich aufgehört, weil es kamen schon Einladungen zu Vorstellungsgesprächen rein. Am Ende lief das darauf hinaus, dass ich aus 15 Bewerbungen 12 Einladungen und 9 Angebote für unbefristete Stellen mit einem Gehalt, das höher war als Wissenschaftler, bekommen. Das muss man sich mal, ohne dass ich ahne, ja, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt passiert? Ja. Hallo? Ja, das ist ja auch typisch. Also ich habe auch schon mit einigen gesprochen, die bei SAP dann auch angefangen hatten oder auch bei Auticon. Und das war für die eine unglaubliche auch ja, Persönlichkeitsentwicklung, auch Selbstsichtveränderung, weil sie plötzlich gesehen haben, dass sie was wert sind, weil sie früher immer das Gefühl hatten, sie haben Bewerbungen rausgeschrieben, geschrieben und keiner hat sich für sie interessiert. Und plötzlich wurden sie wertgeschätzt für das, was sie geleistet haben. Ja, wenn man jetzt einen Geschäftsprozess vereinfacht oder ein total tolles Datenmodell gemacht hat oder was auch immer und das hat für die Firma ein, ich sage mal so, wie das mal heißt, Added Value, dann ist es dann nicht mehr ganz so wichtig, was man für ein Mensch ist, wie mit Michael Schumacher oder Boris Becker, die dann für Deutschland irgendwelche Spiele oder Rennen gewonnen haben. Und dann ist es nicht mehr ganz so wichtig, was man für ein Mensch ist. Es ist nicht unwichtig, aber es steht nicht mehr so extrem im Vordergrund und verhindert alles. Ja. Also es war sozusagen über die Schiene, dass ich was angeboten habe, möglich, dann eben eine gewisse Karriere zu machen. Aber die hatte dann auch wieder ihre Grenzen, nämlich bei diesem Thema Autismus, weil natürlich in dem Moment, wo man weiter aufstieg, spielte dann dieses Zwischenmenschliche dann doch wieder eine immer stärkere Rolle. Und da habe ich in der Firma halt schöne Kommunikationsseminare gekriegt und dann hieß es irgendwann, Herr Schmidt, wir können gerne über eine außerplanmäßige Gehaltserhöhung reden, aber nicht über Personalverantwortung. Da ist bei Ihnen irgendwas, Sie funktionieren ganz anders als die meisten Menschen, die wir hier haben. So, aber es hat keinen Namen, das Thema. Ja, in diesem Satz ist ja signalisiert worden, wir schätzen Ihre Leistung, aber mit einem Aber, ja? So. Ja. Und was ist bei mir? Die Leute haben gemerkt, die können mit mir nicht alles machen. Zum Beispiel brauche ich dringend ein Einzelbüro, um zu arbeiten. In einem Großraumbüro wäre ich nicht arbeitsfähig. Ja. So habe ich zum Beispiel nach der Umschulung da mit dieser SAP-Geschichte in Hannover bei einer großen Firma auch eine Bewerbung hingeschickt und da habe ich selber dann abgesagt, als ich den Platz mir angeguckt habe, ach so, und wo ich werde dann also hier irgendwo in diesen Cubicles wohl nicht arbeiten, sondern in diesem abgetrennten Sektor da. Nein, da arbeiten Sie vielleicht, wenn Sie in 5 Jahren das ganze Team hier führen. Ich sage, nee, das funktioniert mit mir nicht. Also ich kann nicht in so einem Ding arbeiten, ich brauche mein abgeschottetes Einzelbüro. Maximal kann da vielleicht nur eine Person drin sitzen, aber und da muss ich aber bestimmen können, wann in diesem Büro das Fenster aufgemacht wird und so weiter. Ja, dann kann da auch noch jemand anders drin sitzen. Und dann sieht man schon, wo dann die eigentlichen Probleme so auftauchen können. Ja, das sind dann nicht die beim Fachlichen, das sind solche Sachen. Das nächste waren halt kommunikative Missverständnisse. Das eklatanteste, was in der Firma, wo ich heute noch arbeite und meine Karriere gemacht habe, in der IT-Abteilung einer großen Pharmafirma war, Herr Schmidt, damit haben Sie uns oder sich oder der Abteilung einen großen Bärendienst erwiesen. Das wurde mir mal so gesagt. Es gibt ja immer so in den guten Jobs den Mid-Year-Review und den End-Year-Review für die Zielerreichung. Und dann wurde im Mid-Year-Review mir das mitgeteilt, genauso wie ich es eben gesagt habe. Und dann kam irgendwann der End-Year-Review und dann sagte der Chef zu mir so ein bisschen lauter und dann merkte ich, der ist wütend. Herr Schmidt, ich habe Ihnen schon 1000-mal gesagt, dass Sie nicht immer solche E-Mails schreiben sollen. Was? Das haben Sie mir noch nie gesagt. Sie haben immer nur was von einem Bärendienst erzählt. Ja, genau. Das ist für mich das Masterbeispiel, mit dem ich erkläre, welches Problem autistische Menschen grundsätzlich haben. Denn das ist dieses Erkennen der Mimik, was ja auch mein erster Zeitungsartikel war. Ich kann am Gegenüber die Gefühlslage nicht unbedingt treffend erkennen. Das heißt nicht, dass ich keine Gefühle habe. Das ist ein falsches Vorurteil. Autisten haben alle Gefühle, die es gibt. Aber sie haben Schwierigkeiten, die bei den anderen Menschen korrekt zu dechiffrieren.
So, das heißt, mein Chef, der war also wütend, dass ich irgendwelche E-Mails geschrieben habe. Was habe ich gemacht? Ich war verantwortlich für ein Modul und dann das aber mit anderen Modulen kommuniziert hat auf der elektronischen Ebene. Und dann gab es an irgendeiner Stelle einen schwereren Fehler. Und dann hieß es, ja, Peter, aber du hast da deinen Job nicht richtig gemacht, weil wegen deinem Ding können jetzt das und das nicht ausgeführt werden. Da habe ich mir das angeguckt, aber das stimmt überhaupt nicht. Ihr habt in dem Modul XY was geändert, was natürlich eine Auswirkung auf meinen Prozess hat, aber habt mich über diese Veränderung nicht informiert. Jetzt passt die Schnittstelle nicht mehr und deswegen gibt es einen Fehler. Und diese Analyse habe ich dann an den Chef, an dem, der das eben versäumt hat, mich zu informieren, an den Chef und an die Kunden, die es getroffen hat, geschickt nach dem Motto, da ist der schwarze Peter und nicht bei mir. Ich habe meinen Job richtig gemacht. Die hätten das und das machen müssen, haben aber das und das versäumt. Ja, weil ich habe gedacht, den schwarzen Peter akzeptiere ich nicht. Ich habe mich einfach nur verteidigt. Und da hat der Chef mir quasi dann beim End-Year-Review gesagt, Herr Schmidt, das Spiel nennt man Schwarzer Peter, spielen Kinder im Kindergarten schon perfekt. So, und das ist jetzt das typische Beispiel. Ich habe die Wut nicht erkannt, deswegen habe ich so ein Modell mir entwickelt, wie mit Kommunikation abläuft. Diese zwischenmenschliche Kommunikation auf der Beziehungsebene, die kann ich halt nicht richtig wahrnehmen, die nehme ich nur in Schwarz-Weiß wahr, also in Grautönen, während die Kommunikation quasi bunt ist. Und diese Farben transferiere ich. Und das Rot für Wut und das Grün für Freude liefern in meiner Wahrnehmung sozusagen, das ist jetzt ein Modell, den gleichen Grauton. Und dann ist das natürlich fatal, weil wenn der Chef Wut sendet und ich empfange das als Freude, nach dem Motto, wenn er zu mir sagt, damit haben Sie einen großen Bärendienst gemacht, habe ich wirklich gedacht, das ist die 1 mit 5 Sternchen und weiter so. Jetzt lache ich selber darüber, aber wenn man dann diese Situation hat, dann sagt natürlich das Gegenüber, das ist eine vollkommene Provokation, kann ich jetzt rückwirkend nachvollziehen. Der fühlte sich provoziert. Warum macht er das? Ich habe dem doch 1000-mal gesagt, dass er damit aufhören soll. Dann habe ich gesagt, nein, nicht ein einziges Mal. Sie haben nur das vom Bärendienst. Ein Bärendienst heißt für meinem geistigen Auge, in meinem Kopfkino, ich bin ein Bär in Alaska, der hat für die Familie, für seine Bärenkinder viele Lachse gefangen. Das war der Bärendienst. Also eine super Leistung gemacht. Ja, und das sind genau diese Probleme. Und je jünger man ist, desto öfter kommen solche Missverständnisse vor. Absolut, ja. Und wenn sowas dann noch im Berufsleben passiert, hat das natürlich, wenn man keine, sage ich mal, gute Leistung oder sehr gute Leistung vorweisen kann, sofort negative Konsequenzen. Ja. Ja? Wenn jemand unterdurchschnittlicher Performer ist, sage ich jetzt mal so, dann ist er bei der Firma weg. Das ist, da habe ich jetzt echt nur immer Glück gehabt, nach dem Motto, die konnten auf das, was ich letztendlich geliefert habe, oder wollten zumindest nicht drauf verzichten. Nach dem Motto, okay, der ist da ein bisschen komisch drauf, aber er liefert. Also behalten wir ihn und geben ihm eine Chance. Das war letztendlich mein Glück, aber eben nicht in der Wissenschaft. Das heißt, aber ich finde das ein super Beispiel. Übrigens hat das mit der Wissenschaft, hat hier Chris Masurek hat uns geholfen und hat gesagt, das heißt, ich bin Hanna. Ja, genau, so hieß es. Auch wieder. Da gab es mal sowas, genau. Und Andrea hat hier geschrieben, das mit dem Großraumbüro verstehe ich sehr. Ja, ich glaube, da sind sehr viele. Ja, jetzt haben wir in der Firma nach der Corona-Zeit, zumindest hat es jetzt mich auch getroffen, sind die festen Büros abgeschafft worden. Wir haben jetzt flexible Offices, aber sozusagen, weil man hat nur noch 40% Anwesenheit, dann kann ich die Firma natürlich verstehen, dass die nicht leere Büros vorhalten will, wenn ich 60% der Zuhausezeit im Homeoffice bin. Ganz klar, sehe ich auch alles ein. Aber das bedeutet jetzt natürlich für mich, dass ich jetzt, wenn ich da ein flexibles Office habe, immer gucke, dass ich irgendwo dann mein Einzeloffice finde in einer bestimmten Ecke, dass das für mich einigermaßen funktioniert. Und das funktioniert im Moment auch sehr gut. Das heißt also, weil es an diesem Einzeloffice damit steht oder fällt. Wenn man mich aber dazu zwingen würde, meinetwegen, die Homeoffice-Regelung ist wieder aufgehoben, ja, weil in vielen Firmen wird das ja gerade schon wieder zurückgedreht, was durch Corona Gott sei Dank endlich mal gekommen ist, weil ich das schon immer gesagt habe, ich könnte auch viel zu Hause machen. Dann würde ich natürlich aufgeschmissen sein, weil wenn jetzt ich dann quasi dann auf einmal mit mehreren Leuten im Büro sein sollte oder das ist eng und ich habe dann nicht meinen Büroheimat, die ich jetzt quasi zu Hause habe seitdem, dann weiß ich nicht, wie meine Performance aussieht. Ja, das sind so Dinge, deswegen muss ich immer wieder neu
für diese Sachen kämpfen und es ist sozusagen, der Weg ist das Ziel. Ich bin nie angekommen. Das heißt, man muss doch endlich mal irgendwann der Chef oder die Firma verstanden haben, wie ich funktioniere. Nein, es sind immer wieder neue Leute da und man muss immer wieder, es kommen immer wieder neue Situationen und man muss immer wieder von vorne anfangen. Das Einzige, was ich jetzt sozusagen mal sage den Leuten, ist, was ich brauche, wenn jemand neu mit mir zu tun hat. Leute, ich brauche klare Anweisungen. Was soll ich tun? Ich brauche feste Strukturen. Ihr könnt mir Ziele vorgeben, also was man ja auch immer bei so einem Review macht, man vereinbart Ziele. Aber was ihr nicht machen solltet, ist mir den Weg dahin vorzuschreiben. Und dann erkläre ich das zum Beispiel so. Ihr gebt mir als Ziel, ich soll die Ware in Rom abliefern. Dann möchte ich die Freiheit der Wahl haben, ob ich mit dem Zug dahin fahre, ob ich mit dem Auto dahin fahre, ob ich über den Brennerpass fahre oder über die Schweiz durch den Gotthardtunnel. Weil es könnte nämlich sein, dass ich eine Vignette für die Schweiz habe und auf dem Brenner immer mir viel zu viel Stau ist. Dann möchte ich gerne über die Schweiz fahren. Oder es ist andersherum, ich habe eine Tunnelphobie, ich fahre auf keinen Fall durch so einen langen Tunnel, ich fahre immer lieber über den Brennerpass. Und dann möchte ich das quasi bestimmen können. Das Einzige, was zählt, ist, hat er die Ware fristgerecht da abgeliefert, wo er sollte. Punkt aus, aber nicht den Weg zum Ziel. Das ist für mich wichtig. Ich brauche also Freiheiten in der Umsetzung. Das muss ich selber bestimmen können, von Sicherheitsvorschriften jetzt mal abgesehen. Wenn es jetzt irgendwelche Arbeitsschutzvorschriften gibt, dann muss man die natürlich vorschreiben. Aber ich meine jetzt so prinzipiell, man muss mir quasi die Freiheit überlassen, wie erreiche ich das gesetzte Ziel, nämlich mit den Fähigkeiten, die ich habe. Was ich noch brauche, ist eine freie Zeiteinteilung am Arbeitsplatz oder genau das Gegenteil, immer gleiche, fest vorgegebene Zeiten. Warum geht beides? Weil ich in beiden Fällen den Tagesablauf selbst bestimmen kann. Wenn das wie ein Stundenplan ist, wie an der Schule früher, weiß ich, dann und dann ist das und das. Kann mich darauf verlassen. Punkt. Ja. Wenn das in der Firma auch so ist, gibt es natürlich normalerweise nicht, wäre ideal. Das andere ist aber genauso gut oder noch besser, freie Zeiteinteilung, dann kann ich auch selber bestimmen, wie mein Tag abläuft. Ja. Verstehst du, was ich meine? Dann bestimme Ja, ja. ich das, wann ich komme, wann ich gehe. Ja, man kann sich halt selber mal, entweder man kriegt Struktur oder man kann sich selber Struktur geben. Genau, aber ich habe die Struktur unter Kontrolle. Darum geht es. Und das ist ja meine eigenen Kontrolle. Bin nicht fremdbestimmt sozusagen. Genau, ja. Ich finde, Peter, das ist jetzt ein super Abschluss, den du gemacht hast, weil du jetzt nochmal sehr schön für geschäftsführende Personen dargestellt hast, was eben wichtig ist, wenn man mit Genau, also ich könnte noch viel mehr erzählen. Es gibt ganze Vorträge zu dem Thema von mir, die ich auch in vielen Firmen und an vielen Partnern schon gehalten habe. Und ich meine auch wir, ich glaube, wir könnten auch uns stundenlang unterhalten. Ich finde das immer wieder schön mit dir. Aber jetzt zum Thema Autismus im Job würde ich sagen, machen wir jetzt heute mal Schluss. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich jetzt wieder also wann ist das? Ab dem 12. bin ich im Norddeutschland. Und da suche ich eben noch, falls jetzt jemand zuhört und Interesse hat oder jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der Interesse hätte, wir haben so ein 4-stündiges Einführungsworkshop zum Thema Neurodiversität in Unternehmen. Und das haben wir jetzt nochmal neu konzipiert und da suche ich noch sozusagen freiwillige Teilnehmer, die Lust haben, das mit uns da einfach ehrliche Rückmeldungen zuzugeben. Deswegen haben wir da einige Prozente draufgegeben an Rabatt. Und wenn da Interesse besteht, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und ansonsten das Buch von Peter über... Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es ist zwar schon etwas älter, aber ich kann es ja trotzdem nochmal hier reinhalten. Das werde ich auch unten im Kein Anschluss unter diesen Kollegen. Wissen Sie, wo das herkommt? Weißt du alles, wo das herkommt? Weil man mich in einem Kommunikationsseminar alle sollten sich gegenseitig mit einem Slogan charakterisieren. Und da haben mir meine Kollegen gesagt, ja, für Peter passt am besten kein Anschluss unter diesen Kollegen. Er guckte dann der Seminarleiter sehr betreten, auf dem Motto, so ein Feedback kriegt der, oh Mann. Und ich habe es mit Humor genommen, weil ich wusste genau, was die meinen. Zu der Zeit hatte ich noch keine Diagnose. Also man kann auch nicht sagen, dass ich viele Ausnahmen gekriegt habe. Der hat dann mit seiner Diagnose gewunken. Nein, das war nicht so. Ich habe mir das so erkämpft. Die Diagnose kam dann, als ich verzweifelte, was meinen die damit? Ich kann über eine Gehaltserhöhung reden, aber nicht über Personalverantwortung. Was bitte stimmt da nicht? Da
ging ich an, mal ein bisschen aufmerksamer durch die Welt zu gucken, was gibt es denn da, aber ich habe im Internet nichts gefunden, sondern es war damals ein fiktiver Film, wo so Ja, jemand drin war wie ich, wo ich gedacht, das kann doch jetzt bitte nicht wahr sein. Und diese Person da hat sich ein Drehbuchschreiber sich bei mir hat inspirieren lassen. Und dann hieß es ja bei dieser Person, die habe ein Asperger-Syndrom. Und dann war ich einfach nur neugierig, was bitte schön ist Autismus, ein Asperger-Syndrom. Und das war der Moment, okay, jetzt weißt du, was dein Problem ist. Und dann kam ja. natürlich dann Monate später die offiziellen Bestätigungen, weil ich immer noch nicht sicher war, ist das jetzt wirklich so oder ist das Ja. nicht so? Und aber was mich jetzt sehr interessieren würde, hast du denn jetzt Personalverantwortung nach der Diagnose? Immer Nein. nur fachliche Verantwortung. Ich hatte mal bei einem Job Personalverantwortung, aber so das Wahre ist das für mich nicht. Okay. Ja, bin ich auch froh drüber. Also ich habe, glaube ich, eine sehr gute Work-Life-Balance dadurch hingekriegt, weil das mit der Personalverantwortung habe ich dann lass das lieber. Ich habe mich auf solche Stellen dann beworben und habe dann manchmal gedacht, wenn das jetzt nichts wird, wird es nichts. Ich habe dann immer noch Möglichkeiten, mich zu entwickeln bekommen. Das fand ich auch ganz toll. Bei der Firma, wo ich jetzt tätig bin, konnte ich auch die ganze Welt bereisen, habe also Software in Südafrika, in Japan, in Malaysia, in Saudi-Arabien. Ich war mehrmals in den USA, wo ich überall war, also in ganz Europa auch in Kiew, in der Ukraine habe ich gearbeitet. Es tut mir da fürchterlich leid für die Kollegen, was die da jetzt durchmachen müssen, aber auch da war ich mehrere Wochen tätig, um irgendwelche Software einzuführen. Also oder in Griechenland dann da abends, wenn man dann in Athen irgendwo in einer Taverne saß am Strand. Ich habe tolle Sachen gehabt. Oder in Barcelona ist übrigens Sanofi, das ist die Firma, für die ich aktuell arbeite. War damals was man auch überall nachlesen kann, wenn man sucht, ist da die Location direkt am Strand, wenn man da also dann Mittagspause gemacht hat zu Projektzeiten damals. Jetzt haben sie woanders eine Location, aber damals, das sind natürlich tolle Erlebnisse. Also insofern habe ich schon das Passende für mich bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Und man hat mich auch gefördert. Ja, also ich kann aber auch nur sagen, ich kenne auch Asperger-Autisten, die Geschäftsführer sind, die viel Personalverantwortung haben. Also ich finde nicht, dass man das ausschließen muss. Nein, ausschließen kann man es nicht, aber es bedeutet natürlich eine erhebliche Stresszunahme. Das stimmt, ja. Also ich muss quasi, ich sage immer so, was andere auf einer Autobahn erreichen, muss ich dann auf der Landstraße erreichen, ja, sozusagen. Ich komme dann auch am Ziel an, aber es ist für mich wesentlich aufwendiger. Und irgendwann habe ich für mich selber dann die Entscheidung gefällt, nein, du hast eigentlich jetzt eine Balance gefunden für dich, mit der du so gerade so eben leben kannst, mit dem, was du leistest. Und ich bin jetzt demnächst auch 60 Jahre alt. Das heißt, man guckt dann auch schon schielt man so ein bisschen auf das Ende der beruflichen Zeit, wie das halt so ist. Und war der Anfang, der war mit 28, der ist also long time ago. Das heißt, ich habe über 80% der Strecke, wenn ich jetzt noch bis 67 arbeiten würde, was ich nicht glaube, hätte ich sowieso hinter mir. Das heißt also, geht mir jetzt gut und jetzt lasse ich es quasi so auf dem Level, wie es jetzt ist, solange es noch geht und dann komme ich dann halt irgendwann in den Ruhestand, wie das Leben dann so ist, hoffentlich. Wenn ich nicht irgendwie gesundheitlich vorher abkacke, das will ich mal nicht hoffen. Ich glaube eher, dass du so ein typischer ausgebuchter Rentner wirst. Das könnte sein. Ja, es sind auch noch einige Reisepläne da, auch wenn ich ja 125 Länder schon besucht habe, aber ich werde auch nicht alle besuchen, aber es gibt so ein paar Gegenden, wo ich gerne noch mal hin wollte. Aber allzu viel ist es auch nicht mehr. Ich habe mir als 14-jähriger Junge mal so eine Liste gemacht, was ich im Leben sehen will. Ich muss gestehen, 95% davon habe ich geschafft. Also ich habe meinen Traum gelebt. Das kann ich nicht anders sagen. Also es fehlt nicht mehr viel. Ich kann es, wenn es gut läuft, es sogar noch während der Berufstätigkeit schaffen, alles mir anzugucken, was ich mir im Leben mal so sehen wollte. Wow. Ansonsten in den ersten 2 Jahren der Rente. Wenn ich also jetzt demnächst tatsächlich irgendwie so ein Vorruhestand auf mich zukommen sollte. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt in der Firma weiterentwickelt für mich. Ja. Ob ich da wirklich noch ein paar Jahre bin oder ob das auf einmal mit 62 oder so Schluss ist. Das werde ich sehen. Werde ich auch sehen, hoffentlich. Genau. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und vielleicht machen wir noch mal so ein Interview. Also was mich auch interessieren würde noch mal wäre zu wissen, so was die Ärzte damals oder die dich getestet haben, die Zeitung, was du am Anfang erzählt hattest,
warum sie dich gerade interviewen wollten, weil du eben so völlig anders damit umgegangen bist. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das würde mich noch Das mal. wäre natürlich noch ein Thema, ja. Da könnte man beim nächsten Mal dann mal drauf eingehen. Ich war immer open-minded und habe nie Angst vor irgendwas gehabt. Also man hat mir mal bei einem Coaching in der Firma gesagt, Herr Schmidt, Sie müssen wissen, in so Firmen ist auch weit verbreitet Management bei Angst. Ja, Und dann leider. habe ich gesagt, das verstehe ich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Sie wirken auf mich, als seien Sie. Und damals wusste die Coaching-Dame nicht, die mich gecoacht hat, die wusste auch nichts von meinem Autismus, aber ich hatte schon eine Diagnose. Ich habe das war in der Zeit, wo ich das noch nicht jedem erzählt habe. Ja. Herr Schmidt, Sie wirken auf mich, als sind Sie sozial immun. Das bedeutet, dass sie nicht mit den üblichen Führungsmethoden führbar sind. Das macht es für ihre Chefs ein bisschen schwierig. Ich will Ihnen mal was sagen. Sie sollten sich mal bei einem Psychologen oder Psychiater vorstellen, vielleicht haut Sie das jetzt um oder auch nicht. Ich glaube, Sie sind ein Autist. Dachte die dann. Ja? Und dann habe ich nur gesagt, bingo, so eine Diagnose habe ich sogar schon. Okay, Herr Schmidt, dann hätten wir uns einiges von diesen Übungen hier sparen können. Ja, ich war halt neugierig, was so den Menschen erzählt wird. Ne? Weil manche Sachen habe ich so gedacht, also das würde mit mir alles nicht funktionieren. Wenn die meinen, das funktioniert mit mir, rausgeschmissenes Geld. Das Coaching hat die Firma bezahlt. Peter, wir haben. So war das damals. Also das habe ich mich dann drüber amüsiert, dass die das auch rausgefunden hat. Völlig unabhängig. Also Andrea sagt schon, ja, bitte würde ich auch gerne hören, sehen. Also ich glaube, wir müssen dann nochmal einen Interviewtermin finden. Ja, diese Sachen sind zwar jetzt in diesem Moment live, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man das ja noch Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr oder noch länger. Genau, aber wenn du Lust hast, können wir irgendwie in 3 Wochen oder so, wenn ich wieder zurück zu Hause bin, können wir ja nochmal ein Gespräch führen darüber, wie du das geschafft hast. So völlig. Ja, da müssen wir dann aufpassen, da wird es langsam eng, weil es werden noch dieses Jahr viele Reisen kommen bei mir. Wir können so lange angefangen, ich habe dieses Jahr noch keine gemacht, aber im Mai geht es dann los und bis Anfang Oktober ist einiges in meiner Agenda drin, was ich abreisen werde. Ich bin ja auch immer viel unterwegs, deswegen die Hauptsache ist ja, du hast einen Laptop dabei, du findest irgendeine Kneipe, die Internet hat und dann ich nehme dann aber nie einen Laptop mit. Mist. Nee, das mache ich nicht. Ich nehme dann, ehrlich gesagt, am liebsten würde ich noch nicht mal ein Handy mitnehmen, aber das geht heutzutage nicht mehr. Nee, das ist schwer. Ja, aber um sich wirklich zu disconnecten, weil das brauche ich in der Zeit, sonst funktioniert das nicht mit der Erholung, mit dem Auftanken. Ja, es ist ja auch wahrscheinlich sehr sinnvoll. Aber wir schauen mal, wann wir einen Termin finden, aber ich hätte Lust, da noch mal mehr drüber zu erfahren. Okay, ja, dann vielen Dank. Dann habt noch viel Spaß alles, noch einen schönen Restsonntag. Dir auch. Tschüss. Dann drückst du jetzt auf den Knopf und nimmst mich hier offline sozusagen. Genau.